Wer bist du und was machst du bei M&S? Mein Name ist Benjamin Richter eigentlich, um genau zu sein. Und ich bin Toningenieur bei M&S Music hier in Offenbach. Ich bin sozusagen der Techniker quasi, der die Aufnahmen und die Sprachaufnahmen durchführt, mehr oder weniger. Wenn du einen normalen Arbeitstag von dir jetzt beschreiben würdest, wie würde der aussehen? Erstmal morgens einen Kaffee trinken, das ist immer ganz wichtig. Nee, und das kann man eigentlich gar nicht so pauschal sagen, weil eigentlich jeder Tag immer sehr unterschiedlich ist. Also es gibt verschiedene Bereiche, kann man sagen. Einmal ist es wirklich das ganz normale Aufnehmen, am Computer sitzen, am Schreibtisch sitzen und den Sprecher in der Kabine, wie man sich das vorstellt. Und dann werden halt die Sprachaufnahmen Stück für Stück aufgenommen, was halt aufzunehmen ist. Es gibt aber auch Tage, wo keine Sprachaufnahmen stattfinden. Dann werden dann organisatorische Sachen geklärt, werden Sprecher gecastet, werden gebucht, also Termine werden ausgemacht mit den Sprechern für die einzelnen Aufnahmen. Es werden Sessions angelegt, es wird auch mal die Toilette geputzt oder so. Also es sind ganz verschiedene Sachen eigentlich, die anfallen bei uns, weil wir so ein kleines Unternehmen sind, sage ich mal, dass alles selbst gemacht wird, mehr oder weniger. Dann erzähl doch mal was über die aktuellen Sprachaufnahmen. Momentan machen wir Sprachaufnahmen für Elex. Was ist das Besondere daran? Also bei Elex ist das Besondere daran, dass wir diesmal die Vorlage aufnehmen quasi, also die deutsche Sprache also die anderen müssen sich endlich mal nach uns richten. Normalerweise ist es immer so, dass wir meistens die Dateien oder die Audio-Files aus Amerika bekommen. Die sind dann in erster Linie in Englisch. Und wir nehmen dann meistens zum Englischen dann das deutsche Pendant auf. Aber diesmal ist es genau umgekehrt, sondern wir machen quasi das Deutsche. Und die Engländer oder die Amerikaner müssen sich jetzt mal nach uns richten quasi. Und das macht viel mehr Spaß, weil man den Charakter besser formen kann. Man kann wesentlich kreativer sein, man kann den Charakter, man kann einfach ihm ein Gesicht geben erstmal und muss sich nicht an irgendeine andere Audioaufnahme halten, weil für gewöhnlich ist es so, wir kriegen dann auch schon beim Casting am Anfang die englischen Files und dann hören wir da rein und dann hört man auch schon quasi, wie der Charakter klingen soll, mehr oder weniger. Und jetzt ist es so, dass wir uns anhand seiner Beschaffenheit und seinem Platz in dem Spiel konnten wir den Charakter casten und ihm quasi ein Leben einhauchen. Und das ist diesmal ein ganz anderes Arbeiten als für gewöhnlich bei anderen Spielen. Ja. Was macht dir in deinem Aufgabenbereich am meisten Spaß? Prinzipiell eigentlich die Zusammenarbeit mit den Sprechern selbst. Also es sind immer die unterschiedlichsten Charaktere, die quasi bei uns vor Ort sind und sich dann auf die einzelnen Personen einzustellen, die durch die Aufnahmen zu leiten und die Aufnahmen zu machen mit denen ist eigentlich so das Kerngebiet, sage ich jetzt mal, und das macht mir eigentlich auch am meisten Spaß halt. Ja. Und wie kommt ihr? Also wir werden immer oft gefragt, können wir nicht für euer Spiel irgendwie auch einen Sprecher benutzen? Bekommen wir viele Fananfragen. Wie wählt ihr Sprecher denn aus und wie kommt ihr daran? Kann sich bei euch jeder bewerben? Vom Prinzip her kann sich auf jeden Fall jeder bei uns bewerben. Die meisten Sprecher, die bei uns sind aber in der Branche oder in dem Metier schon zu Hause. Es sind dann meistens Theaterschauspieler oder Filmschauspieler und einige wenige sind auch wirklich professionelle Sprecher, die nur das machen. Die haben natürlich dann halt wesentlich mehr Erfahrung als jetzt jemand, der da so Quereinsteiger ist. Und von daher prinzipiell spricht überhaupt nichts dagegen. Wir würden dann einfach ein ganz normales Casting machen, wie mit jedem anderen auch. Und dann schaut man einfach mal, was dabei rauskommt. Und ablehnen kann man danach immer noch schnell, aber für gewöhnlich kann sich jeder bei uns eigentlich ganz normal bewerben. Und wenn er meint, er hat das Zeug dazu,
in einem Computerspiel dem Computerspiel seine Stimme zu verleihen, dann natürlich, klar, auf jeden Fall kein Problem. Cool, danke. Super.